Hallo auf YouTube. Hallo Leute, heute gucken wir uns die Lost Level an. Von The Last of Us 2 und dann spielen wir Prince of Persia, Leute. Hallo Miki, hallo Tucat, hallo Martin, hallo Melmel, hallo Jones, hallo Bud, hallo Katerchen, hallo nochmal Jones, damit du weißt, dass ich dir Hallo gesagt habe. Hallo Früchti, hallo kleine Mu, hallo Civiline, hallo Big L, hallo Jin, hallo Katerchen, hallo Bloop, hallo Star Crash, hallo Lysis. Schön, dass du wieder hier bist, Lysis. Hallo Caravanda. Beziehungsweise bis später. Okay. Hallo Carla. Weiß jemand, ob es Teil 2 auf PC geben wird? Bestimmt irgendwann. Wir haben ja den ersten Teil auch auf PC gebracht. Also, ich denke schon. Hallo ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht's gut. Wie geht's euch, Leute? Warte mal ganz kurz. Ende des Jahres. Gibt es da schon eine Bestätigung von Sony? Vorlauthilfe? Ah, am 19. Warte. Nee. Ah, nee, hier steht nur, viel wahrscheinlicher wird ein Release Ende 2024 oder vielleicht sogar Anfang 25. Also sie haben noch nichts bestätigt. Ob und wann ein PC-Release feststeht, ist unklar. Hallo White Raven. Hallo John McClane. Nice, Alex. Ja, aber ja nicht überall in Deutschland, Jens. Wahrscheinlich bei mir nicht. Wahrscheinlich nicht. Also bei uns soll es jetzt die nächste Zeit nicht unter 10 Grad werden. Hallo Keonis und hallo El Phantasmo. Hallo, ihr Lieben. Bin gespannt auf die Level jetzt und wie lange das geht. Ich auch. Ich bin ja auch schon zu spät. Das heißt, wir können eigentlich jetzt recht schnell reinstarten, wenn ihr wollt. Hallo Peggy. So, wartet. Okay, ich habe gerade noch ganz schnell was gegessen, bevor ich in den Stream rein bin. Huch, falsches Spiel. Wir spielen noch gerade das hier. Also ich hätte sehr gerne Kälte und Schnee. Lieber als heiß oder warm.
Mein Frühling ist ja auch erst im März. So Leute, dann gucken wir uns mal die verlorenen Level an. So, da gibt es 3 Stück. Einmal die Jackson-Party. Ellie besucht nervös eine Party in Jackson. Dieses Level spiegelt eine unfertige Pre-Alpha-Version wider und wurde so übernommen, wie es ursprünglich aussah, als es aus dem Spiel gestrichen wurde. Es besitzt keine gesprochenen Dialoge, sondern nur Platzhalterzeilen, die als Untertitel angezeigt werden. So, Einleitungsvideo. Beginne das Level mit einem Einleitungsvideo von Neil Druckmann. Ja, wir machen mal die Entwicklerkommentare da. Lassen wir mal. Lassen wir mal so. Hallo Karawanda. So Leute, auf geht's. Mal gucken. You're about to play an unfinished level from The Last of Us Part 2. The reason we added this section is there are a few sequences, and we picked the 3 of the best ones, that we cut from the game. You know, often we build a game that's much bigger than what ends up being the final product. They were months away from being finished, but we wanted to give you an insight of what it's like when we built the game, because often we have this whole thing constructed and it doesn't have final art or audio or dialogue. And here you get to see the building blocks of what it's like when we first string a bunch of these levels together. This is the intro to the first deleted level, and this one is the roughest of the 3. We wanted to show more of how Jackson operates. So this is the festival where Ellie ultimately kisses Dina. This sequence would have come very late in the game as a flashback sequence while you're in the farm with Dina. And we wanted to show what is the rest of Jackson doing, and wanted to put on the stick, make it interactive. So you could see when you're outside, there are all these almost like carnival games that you can play. You could mix drinks, you could play with these kids that are playing a sort of clicker Marco Polo, sit down and listen to conversations. Clicker Marco Polo. And all the different interactions were first or second pass, very, very early passes. The building blocks are there, but nothing is final. And ultimately, while we were very excited by the sequence, it's pretty fun and lighthearted. It just slowed things too much as we're barreling towards the end of the story at this point. So again, reminder, rough, missing audio, missing animation, missing gameplay tweaks, missing dialogue, but pretty representative of what it would have been. So enjoy. Nice. Freue mich. Kann man das ganze Spiel mit solchen Kommentaren spielen? Ja, Blub. Kann man. Wartet mal, ich mach mal bei den Optionen und den Untertiteln, mache ich jetzt mal einen Hintergrund an, damit wir das besser sehen. So. Originally, this level was going to transition us to farm. We would go all the way through to the dance, where Ellie and Dina share their first kiss. Then we would play through farm, and when Ellie plays the guitar at night, she would remember the Seth incident. So, the opening for this was a little tricky. We needed it to match at least a little what you might expect emotionally coming from prior beats, because we were already purposefully disorienting you in time and space. Remember, you just came from this huge fight. To jump straight into it would have been a little too jarring. After some back and forth, we rooted it in Ellie's nerves, calling back to her hands shaking in the theater. But this time, for a much more innocuous reason we'll find out later. She's nervous because she has a crush on Dina, who is the only reason why she's here at the dance. Nice. Ist das gleiche, wie ich das Originally, Okay. this level was going to transition us to farm. We would go all the way through to the dance, where Ellie and Dina share their first kiss. Then we would play through farm, and when Ellie plays the guitar at night, wir she können would auch remember weitergehen. the Okay, Seth okay. incident. So, the opening for this was a little tricky. We needed it to match at least a little what you might expect emotionally coming from prior beats, because we were already purposefully disorienting you in time and space. Remember, you just came from this huge fight. To jump straight into it would have been a little too jarring. After some back and forth, we rooted it in Ellie's nerves, calling back to her hands shaking in the theater. But this time, for a much more Ach, innocuous man sieht da reason oben, wie we'll lange find das out later. dauert.
Okay. She's nervous because she has a crush on Dina, who is the only reason why she's here at the dance. Okay. So, nächster Audiokommentar. Ich fände es übrigens total schön, hätte man noch so ein bisschen mehr von Jackson gesehen, weil man hat ja nur am Anfang so das richtig gesehen mit Jackson. Something we really wanted to do was highlight the way their lives had turned upside down since she went down this path. We had this idea of recontextualizing all of our usual gameplay mechanics that were designed for really violent ends. The workbench, door bashes, throwable weapons, and even the infected, which is my personal favorite. Peppered throughout the level are moments of levity or shared history, all the while seeing how happy and mundane they all were before her huge revenge odyssey. Voll cool. Also wie gesagt, das ist das Unfertigste, hat er gesagt. Und es sieht schon richtig gut aus. Krass. We use our workbench a lot to make a lot of things that kill and maim and hurt people. Here, we das ist had eine the silly idea of using Werkbank. the same field, harkening back to the same animations, using the exact same UI to instead fix a drink. Like the workbench, you could pick your base, and then you could add something to it. And at the time, we had some different reactions from Ellie based on how strong you chose to make the drink. Something we wanted to prototype, though, before it got cut, was picking up some ingredients around to add, like a lime or maybe a bottle of someone's favorite whiskey or salt. Oh, wie Like you were earning cool. upgrades. We also toyed with having Ellie carry around the drink you made and occasionally sip it, psyching herself up to go talk to Dina inside because she's nervous. It got too noodly, though, because she would need to keep placing it somewhere before she did anything. So it would have ended up more trouble than it was worth. Bourbon. Mach mal ein Bourbon. Hä, wie cool. Süß. Das war gar nicht so schlecht. Nice. Ist auch irgendwie interessant, mal so reinzuschauen. It is not a festival without one of these throwing games. This one, of course, uses our throwable system where you're often chucking explosive things or stunning things, but for a more wholesome purpose, although some people take this game really seriously. A fun aspect of this is if you did well, you could win a toy here. Ah! Ellie would place it in her pocket. If you had done this, you'd find the toy with JJ, the baby, later back at the farm. When Ah! we cut this, the toy made it through anyway because it was so cute. It is the same one you see on the tractor at the farm. Der kleine... Ollie the elephant. Okay. Der kleine Elefant. The makeup artist is pretty simple. It's one of those little in-game scenes we peppered in to make it feel like Ellie had roots in the town. Hallie, our writer, mentioned that in her mind, an ex-girlfriend of Ellie's tattooed her arm to cover up her scar. So we figured this might be the only time you get to see that. We wanted to hint at it and allude to it and make it feel like there had been so much more that had been happening and so much more that Ellie threw away. Ah, natürlich. Also okay. This is one of my favorite sections because I think that it achieves both the slice of life aspect of Jackson while also being a stark reminder of how dark the world that they live in really, really is. Ah, die To spielen. attract attention and curiosity, one of the kids was supposed to make this adorable, messed up little clicker impression, and the Ah, others der da. would giggle. We tried a version where if you got close enough, the kid might try and follow you a little before turning back. Since clickers are blind and move by echolocation, for this game of messed up tag, Ellie must close her eyes and listen for when the children give themselves away. The thought was that these kids are in relative safety. They still grow up with the dangers of clickers and runners, and all those lessons would embed themselves in the games that they play. When the Krass. festival got cut, they tried to preserve this moment and move it to the front of the game where the snowball fight is, as a tutorial. However, being in the headspace of a clicker doesn't really teach you how to deal with them. Eventually, it evolved, and they instead made the snowball fight, which was, I think, way more effective. For me, it's character illuminating that not only does Ellie know this game, she plays along. There's a familiarity with the kids that's really nice to see,
especially because it's such a difference from the Ellie we see later, who has a sort of hollow normalcy that she's trying to get with JJ, but kind of fails. Das ist voll cool. Warum ist das so cool? Ja, heute werden wir noch Prince of Persia spielen, Dudu. Keine Sorge. Ich hab da richtig Bock drauf. Hallo Alexander. Und hallo Eule. Und hallo Torben. Und danke für ein Like. Und diese Kommentare und so kann man auch fürs normale Hauptspiel halt anmachen, ne? Also... Ich weiß dann halt nicht, wie es im Hauptspiel ist. Ich denke mal, das wird dann auch so sein mit den Sprechblasen. Und das gibt es dann auch für die Filmsequenzen. Gibt es auch noch. Hallo Condor. There's a hidden spot at the back that was just a bit of fun. It was highlighting Jackson's normalcy with something we would find in a real world. In the back, you would find teenagers finding some alone time with each other in a dark corner of a party. It was rewarding the player for peeking into a hidden corner, but ultimately redirecting them back to the festival. We also had versions of them smoking weed here, despite Maria's consternation, probably having gotten it from Eugene. Ah. Hallo, Eumelino. Ah, und dann beginnt das, was wir schon kennen, wie sie da beim Fest steht und die Szene mit Dina. Aha. Okay, das nächste Level, Leute. Hallo, Sensurio. In this second deleted level, which is an extended sequence of the sewers in Seattle. Hey, Melwohl. This comes on the heels of where Ellie goes into a building and she survives an attack by stalkers and gets thrown out of a window and gets swept away by the current. And then we cut this section that used to be there in the final game. Now you will get to play it. So this was a way to get a bit more interesting puzzles, interesting traversal, figure out how Ellie can navigate the sewers with the fighting current. Ultimately, with a lot of these levels and these sequences, the reason why we cut Ich wollte nur den Hintergrund von den Dings anmachen, but here it is aber... for you, and it's very kind of raw form that part of it will feel finished, parts of it will feel like assets are missing as far as audio, animation won't be final, but it's a glimpse into what a game looks like when it's months away from finishing. Enjoy. Okay, cool. Weg von mir! Sogar schon Deutsch drüber gewesen. Ja, es ist ja auch die Originalszene aus dem Originalspiel.
bis dahin. Okay. Ah, aber hier nicht mehr. Wartet, wir machen wieder den hier. Das ist, finde ich, glaube ich, angenehmer, weil die Untertitel sind ja auf Englisch. Ah, die Untertitel, das, was gesprochen wird, ist ja auf Englisch. Verdammt passiert. Okay. Aber Neil Druckmann hat erklärt, warum die Sachen rausgeschmissen wurden. Beispielsweise, weil es das Pacing quasi kaputt gemacht hätte. Und die Entwickler erklären das auch. Oder dass Spiele halt oft viel größer gemacht werden, bevor sie dann wieder kleiner gemacht werden. Wir gehen mal hier rüber erstmal. Gott sei Dank. Dann müssen wir da lang. Dann gehen wir erstmal darüber. So wie wir es gemacht haben. Ja, aber wie krass, dass da schon deutsche, also dass die da eine so deutsche Synchro schon drüber haben. Hier. This level, internally known as Find Nora, was quite long in duration as we had to make Ellie traverse a far distance to the opposite side of downtown Seattle. The sewer section was originally longer than what we released the game with, approximately 10 minutes more. This was one of the few areas of the game that used water flow as part of a traversal puzzle. The player has to go upstream to use the current to get to the platform to reach the other side. We mostly cut this mechanic game-wide, however it remained in essence in the section swimming to the aquarium as Ellie when you were avoiding the waves. Also Alpha-Kreis. The ladder acts as an immediate goal for the player, but being able to climb out is not going to be so easy. To keep levels interesting and engaging, we alternate between positive and negative values the player experiences. Here, it's a positive to have found the ladder, but then a negative to discover it's not the solution. But then another positive to identify the next short-term goal of the doorway. By alternating between these opposing values, we give players what they expect, but not how they expect it. Boah, das ist voll interessant. Okay. Krass, okay. Es muss noch ein Weg ausführen. Ja. Hab es auch schon gesehen, Ellie. Alles gut. Da hat Alpha Greis am Ende nicht zugehört des letzten Streams. Hallo Dominique. Das haben wir schon gehört, ne? When players reach the doorway and enter into the room, they're faced with a dead end. The real reason for this dead-end room is that on the reversal, when exiting back out of the doorway, players are faced with a route onwards. A pipe that they'd not been able to see when they were swept past it on the way in, and something that was hidden from view when on the side platforms. The intention here being that the only option is to go off the standard path in order to search for a way out. Dann springen wir darüber. Alles gut, Alpha Kreis. Wir gucken erst hier rein und dann spielen wir Prince of Persia. Steht aber auch im Stream-Titel. Throughout the rest of the level, we also use light to indicate to the player that they were heading in the right direction. At each turn, however, we block the direct route forward. Players would know that they just have to keep finding alternative paths, promoting those feelings of being desperate and trapped. We slowly introduce the player to consider climbing into smaller pipes and crouching in these tight spaces. This is to slowly build up to and encourage the player to climb into such a small pipe that they'd have to be crawling on their stomach, which is something that the player previously may not have recognised as a playable space, let alone the desired route they need to take. We added a tiny space just to reward the player's exploration with a pickup item, and we made sure it was something that made sense that you'd find in this area. A canister and all the garbage that had been washed into the sewers from the surface. Okay. We love the idea of making Ellie prone through a tiny, dirty pipe in order to get out, as it was a great opportunity to use our prone mechanic,
A unique camera setup was created to support crawling in these pipes, as the standard prone camera is much higher above the player. We also created custom collision in order for Ellie to maneuver in these tight spaces easily. Initially, the oblong collision capsule around the character caused issues crawling around corners. We put extra effort into the custom corner collision, so the movement experience is as smooth as the main game. Ich hatte halt einen Ohrwurm von dem Level vorher. In order for the player to feel cramped, claustrophobic and desperate, we'd been enforcing the traversal mechanics that allow for a tight environment which promote these feelings. We introduced the use of the squeeze through so that we can keep the player feeling enclosed and tight, but without repeating the same geometry. Here we change from low ceilings with wider walls to high ceilings and tight walls to change up the spatial pacing and keep the level from repeating itself. Leck mich doch, Universum. Das wäre echt ein beschissener Ort zum Sterben. Ja, ich habe extra einen Titel geschrieben. Originally, we had the waterline much higher here, so players had to swim through this tight tunnel. However, from watching user test feedback, it was occasionally causing people to discount the route entirely and turn back on themselves. So to avoid any risk of this happening in the final game, we present a lower water level so the tunnel is easy to see and commit to using. Although this isn't as impactful without the prone swim, it's the better decision as it means a smooth experience for the player with no backtracking frustration. Wow, wie interessant, worüber sich so Leute Gedanken machen müssen. As we surface from the water and over the crest of the slope, we reveal what is further in this tunnel. A clicker that's sprouted and the fungus has grown on the sides of the pipe. It was great to see people who user-tested this area becoming increasingly worried as we forced the player to squeeze past the fungus and inches away from the clicker's face, all the time not being sure whether the clicker might be alive or attack them. Although we aren't as cruel as to force a clicker attack in such close proximity, we do have a payoff for this moment. This clicker momentarily turned into Joel to show Ellie's PTSD from what happened to Joel at the start of the game. Oh Gott. Ultimately, we decided to save this moment for the farm level, as it was more impactful there because it could become the centerpiece of that experience. Whereas in the sewers, we weren't able to make it as much of a narrative point and give it the breathing room and reaction time that it deserves, given the tight space. Oh, Scheiße. Hui. Ih. Ja, dass Leute die Titel nicht lesen, ist frustrierend, tatsächlich. Also, für jeden Streamer. Das ist ein frustrierendes Ding. For the final section, we eventually opened you out into a wider area as you traverse through such tight spaces leading up to this. So changing the environmental pacing makes it begin to feel like we're das coming hier to ist the im end Spiel of Ellie's drin, ordeal. tatsächlich. An earlier iteration used the current that we'd shown at the start for a slightly tougher traversal puzzle to conclude the sewers. Dieses The ladder Ding. was clearly visible from most of the area, but the player was faced with a fast-flowing torrent of water they couldn't cross. If the player attempted to jump into the water, they were not able to swim across the ladder due to the water's speed. Instead, they had to traverse the pipe running along the top of the space in order to get across the water. Auf welcher Schwierigkeit spielen wir? Grounded. Wie geht's deinem Kopf, Efi? Na bitte. This is the first time we get to see stalkers that are embedded into the walls. So this optional room is a nice little early extra that the player gets if they explore. We also use the pickups to lure players over to be close enough to trigger the stalker's attack. And this caused quite a few jump scares with user testers who played our game before its release. Ganz schön gemein. Ja, aber das hier kennt man ja bereits aus dem Originalgame. Also aus dem. Das ist das, wo Ellie ja rauskommt hier. Moment, ist da hinten noch irgendwie was?
Using this pipe was retained in the iteration we shipped with, as it's the last of the extreme methods Ellie has to undergo in order to escape the sewers, and what she will go through in her pursuit of revenge. Das war 14 von? The last ladder climb is quite lengthy, and although we could have trimmed it down to a shorter climb, we liked how this last segment of the journey built anticipation for whether there was success at the top or not after all you've been through. Ultimately, the ladder exits out into the subway station, which is how it connects in the final game. Ellie then has to find her way to the hospital from here, crossing paths with the scars for the first time. Gut, dass es hier besser geht. Ich glaube, wir haben einen Kommentar übersehen. Und das letzte, die Jagd. Ellie folgt einer Blutspur zu einem verlassenen Gemischtwarenladen. Auf geht's. Arbeit hat sich gelohnt, gab lecker Kuchen. Nice. For this third and final deleted level, what we call the boar hunt sequence, this was a sequence pretty late in the game. It was right after the whole Seattle Abby sequence where Abby spares Ellie. And then we wanted to come back into Ellie's story, but keep it a bit mysterious of how much time has passed, where is Ellie now? So we're coming in on Ellie and she's following a trail of blood. And we wanted to mirror in a way the deer hunt sequence from the first game, but this time do it with a boar. And there's something with Ellie that now she can't let go of this violence. She's pursuing it even against this innocent animal. This was another opportunity to show how the violence that Ellie has experienced, the violence that she witnessed being afflicted onto Joel, is still sticking with her, and she's still experiencing these PTSD moments. This was a sequence that was pretty far along and was cut pretty late in production. Parts of it are still really rough, but the gameplay, the building blocks were all there. I think you'll have fun to see, like, again, a rough, unfinished sequence that you can play. You can see all the way to the end, and including a cinematic that we end up cutting. And the remnants of the sequence ended up being mentioned in Ellie's journal. Yes. So this part of the story that we developed still made its way into the game as kind of optional stuff that you could read about, but here you get to experience it. So as a reminder, this is pretty rough, months away from being finished, but you get to see it now. Das ist immer so witzig, dass er immer noch dazu sagt, es ist unfertig. Bitte nehmt das nicht auseinander jetzt. Wo bist du? Genau, Efi. Trinkt was, Leute. So the boar hunt was one of the hardest levels for me to work on. It was a huge challenge with the systems that we had, and we kept trying, but it never felt quite right. Originally, the level happened after the Jackson Festival, which also got cut, but before Farm. Once the festival got cut, it became the prologue to Farm. The intended experience is that we jump forward in time after the fight with Abby in the theater. We don't know where Dina is. We likely assume she's dead because she was just bleeding out. Ellie is alone. Her hair is short. So maybe this is the future or the present. And she's hunting. Hunting who? Abby still? Krass. Das macht richtig Spaß. Ich würde gerne so... Kann ich bitte immer jetzt so Level haben zu jedem Spiel, was ich spiele? In early iterations of the fight, it was more arena-like. The player slowly whittles down the boar's health. Ellie gets more visceral and more vicious. We get a little worried about her. As the boar gets weaker, more panicked, more feral, and we start feeling sympathetic to the boar was the hope. In all of these iterations, especially of these wider areas, it required custom AI and scripting to make sure it continued to feel organic as an animal, but we really needed it to do specific stuff. It needed to be able to close distances really, really quickly,
It needed to charge to attack, but we wanted the feeling of hunting, so we needed to track it down from afar. And we also needed to discourage the player from attacking the boar when it's that close, or it would kind of turn into this melee kerfuffle. How do we do this in our world while keeping the boar believable? Wartet. Wir machen wieder hier. We must have gone through 5 or 6 iterations of the boar fight and all, and every single time it changed pretty drastically. We split it into clear phases, where one was like all long range. We tried another where you're getting close and you get the jump on it, quite literally, you're jumping off of a rock to attack it. And then finally, we tried a bunch where you almost sort of go around a bunch of trailers and try and wrestle it. We uncovered after some time that taking down a boar over several phases felt very laborious and a little dramatic. It was comically long, it felt too boss-like, a little too gamey. We decided to cut the first few phases, and we opted for a cold open after the boar had already been hurt off screen. So that allowed us to focus on feeling like we're closing in on prey and to introduce the boar when it was at its most dangerous. Already hurt, already feral, much too close for comfort. And so the thinking was it would bring us more into Ellie's mindset. Is this really hunting for food, or is she hunting for some other reason? Finde ich auch geil, dass sie gesagt hat, es hat sich so ein bisschen zu gamey angefühlt. In einem Videospiel. Also wahrscheinlich zu Arcade-mäßig. Hallo Kanini. Ein glaubwürdiges Schwein will niemand. The gas station was built to highlight the boar's destructiveness. Since it's cramped, the boar feels larger. We also feel trapped with it, though perhaps it's trapped with us. When it charges, it gets to us quickly, so we must be on our toes. This made it more aligned with Ellie's sort of hunting for trouble mindset. Listening became more important, as well as moving around slowly so it didn't hear you. Could you spot it before it saw or heard you? And could you get a shot off quickly enough so you could dodge out of the way? Or is the shot worth the cost after? It feels like a gamble. By the end of the fight, everything would likely be in shambles. The boar would burst through the back, and Ellie would follow it and finally enact revenge. Revenge, Leute. Im Real Life habe ich voll Angst vor Wildschweinen. Ja, Wildschweine sind auch voll gefährlich. Also vor allen Dingen, wenn die irgendwie Junge haben und sowas. Also einem Wildschwein will ich nicht im Wald begegnen. Ich sag's ganz ehrlich. Oh! Es ist vorbei. Aha. Wird keinen kommen. Ich finde es so krass, dass das synchronisiert ist auf Deutsch. Haben die jetzt aber bestimmt nachträglich gemacht. Das kann ich mir nicht vorstellen. The boar kill was supposed to be anything but glorious. With the boar whimpering at the back of the gas station after Ellie's relentless hunt. After this, hearing the drone that we kind of come to associate with Ellie's trauma, we would hard cut to the stream where she's washing her hands and holding rabbits that she hunted, about to return to Dina. And there will be no mention of the boar.
Krass. Das waren die 3 Lost Level, Leute. Die 3 verlorenen Level. Und zwar, warum sind Tiere von dieser Seuche nicht betroffen? Weil es keine Seuche ist, sondern weil es ein Pilz ist, der die Hürde der Temperatur des Menschen überwunden hat. Und Tiere haben ja ein anderes System, sage ich mal. Das Immunsystem ist ja also anders bei denen. Beziehungsweise, es ist ja der Cordyceps, den es ja wirklich gibt im realen Leben. Und im Endeffekt ist es so, dass der Cordyceps, der macht genau das, was der Pilz hier macht mit den Menschen, aber mit Ameisen. Und dann hat Neil Druckmann gedacht, boah, was ist, wenn das bei Menschen passiert? Und dann passiert es bei Menschen, aber nicht bei Tieren. Was eine erfundene Story ist und da Details egal sind. So, wir können mal ganz kurz in Keins zurück reinschauen. So, machen wir mal Standarddurchlauf. Machen wir mal Mittel. Und dann gucken wir mal. Hier gibt es verschiedene Spielstile, die die einzelnen Charaktere repräsentieren. Ja. Gucken wir auf jeden Fall in 1 rein. Gehen wir mal mit Abby rein. Aber wie gesagt, das zieht mich jetzt nicht so an. Dam, 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 dam. Okay. Okay. So, das ist quasi wie die einzelnen Dungeon-Räume, ne? Dann. Und dann kommt man am Ende zu einem Boss. Wie schön das hier aussieht. Mit extra viel Arena-Fights. Richtig geil. Dann auch in den 10 Euro drin. Ja. Also wenn man auf sowas steht, mega. Also, aber ich bin da so. Ich mag das nicht so gerne. Die Gegner spawnen in Wellen. Ihr anfängliches Wissen über deine Position ist in jeder Umgebung unterschiedlich. Okay. Nach Abschluss einer Welle erscheint eine Vorratskiste. Okay. Wir ballern hier durch. Dumm, dumm, dumm. Hast du was? Ich sehe niemanden. Vorsicht. Hier hinter mir seht ihr, wie viele da sind. Das ist sie! Da! Da! Ist noch 2.
Baseballschläger. Der hat einen dicken Schädel, ja. Aha, da. Volle! Scheiße, Hinterhalt! Das kam aus dieser Richtung! Nein! Nein! Dam, 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 dam. Was kann ich bauen? Medikit? Na komm, wir machen den hier. Ich glaube nicht, dass wir so schnell Medikit brauchen. Ist das die Parallelwelt, wo Abby einfach Jackson gestürmt hätte, um Joel zu töten? Boah, ja, true. Wäre witzig. Das könnte sie sein. Ich sehe nach, was los ist. Okay, mach das. Nicht! Alles klar. Weiter! Verdammt. Okay. Wäre es immer mehr Gegner? Wahrscheinlich dann irgendwann. Also es waren jetzt immer nur 3. S. Herausforderungen. Was habe ich für Herausforderungen? Schalt dauerhaft neue Charaktere, Designs, Gegner, Mods und mehr frei. Mhm. Ich mag den Baseballschläger sehr effektiv. Ja, wir haben den ja umgebaut. Das haben wir im Spiel, im Hauptspiel nie gemacht, weil das so viel Ressourcen gekostet hat und andere Sachen wichtiger waren. Handelsposten, okay. Aber... Nice. Handelsposten durchmischen, okay. Wir nehmen das halbautomatische Gewehr. So. Hallo Gerald. Hallo Dia. So, und jetzt können wir, glaube ich, uns entscheiden, ob wir hier oben lang gehen oder hier unten. Entschuldigung. Und ich weiß nicht, was das Zeichen. Ah, Infizierte sind das hier. Und hier sind Seraphiten. Aber da ist Manny dabei. Gucken wir mal, wie das ist. Danke für die Gesundheitswünsche. Überlebe gegen endlos gegnerische Verstärkung, bis der Timer abläuft. Ah, okay. Okay. Überlebe den Angriff. Oh. Sehe schon. Einer.
Zwei. Hallo. Nice. Hello there. Unsere Axt brennt. Ach, unsere... Oh. Die macht einfach Feuer. Ui. Ui. Ja. Hab's gemerkt. Alles gut. Oh, okay. Na gut. Neuer Pfad, Charakter Yara. Naughty Dog Vintage. Alles klar. Neuer Verbesserungszweig, Überleben. Aha. Schnelle Fertigung. Heilung durch Nahkampftreffer. Yes. Impuls. Gucken wir mal hier. Oh, der Flammenwerfer. Aber Rohrbombe ist auch geil. Nehmen wir den Flammenwerfer. Und das Rohrbombenrezept. Was sehr auf die Käfer ist, so dass man so auf diese Art mit dem Modus zusätzliche Dinge im Hauptspiel freischalten konnte, finde ich nicht schlecht, um überhaupt motiviert zu sein, den Modus mal zu spielen. Nee, ich finde das nicht gut, wenn du gezwungen wirst, das zu spielen, um Sachen im Hauptspiel freizuschalten. Bei Cosmetics, also bei so kosmetischen Sachen, was ja hier so ist das in Ordnung, aber bei Spielerleichterungen beispielsweise finde ich das eher so, nö. Ah, guck mal, jetzt sind die Sachen hier oben kaputt, weil wir den unteren Weg gegangen sind. Okay. Häuser. Also, dass man sich hier so Cosmetics freischaltet und dann halt noch weitere Leute, die man hier spielen kann und so, finde ich voll gut. Aber man schaltet ja jetzt nicht irgendwie was Weltbewegendes für das Hauptgame frei. Oh, mein Lieblingsort, Leute.
Es sind 5 Leute. Gerade. Es gibt 3 Wellen. Keine Spielerleichterung, nur cooler Stuff. Ah, okay. Weiß nicht mehr, wo sie sind. Kein Wort. Okay, Alpha-Greis, habt noch einen schönen Abend. Reißt sie! Und bis demnächst und viel Spaß beim Lesen. Was liest du denn? So. Noch 2 Leute. Ich finde dich. Ein Thriller, achtsam morden heißt. Oh, kenne ich. Noch nicht selbst gelesen. Aber ich kenne den Titel. Alles klar. Gefällt er dir? Der war mal in der Bestsellerliste auch, ne? So gibt's ja keine Hunde. Oh, da ist noch einer. Keine Spur von ihr. Auf die Jagd. Sie versteckt. Wie er abhauen wollte. Ach, ist das geil, auf normal zu spielen. Okay. Kann ich hier rüber? Nee, kann ich nicht. Hatte ich das Hörbuch sehr amüsant. Jupp, liest sich gut und gespickt mit Spaß und Humor. Meiner Meinung nach der beste Humor. Hier!
jetzt kommen wir ja... Ui. Okay. Scheiße. Ich werde immer schlechter. S-A-B. So. I just needed you to know. Bis dann, Alpha-Greis. Viel Spaß. Okay, ein Fortschritt. Bei uns ist auch so ein Problem mit Platz für die Bücher. Chris kriegt schon die Krise. Oh! Oh, Schalldämpferrezept. Dam, 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 dam. Hallo? Guten Tag? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Seht ihr mich? Das ist ganz ausgerannt. Seht ihr mich? Hört ihr mich? Ja? Da war das Internet weg. Das Internet war gone. Hei, 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 hei. Seid ihr noch da? Ja, aber das ist halt einfach weg. Okay, wir haben das Level abgeschlossen gehabt. Wir haben jetzt noch 2 dieser kleinen Level vor uns und dann können wir Prince of Persia spielen. Okay. Ah. Der Ladekreis ist aber nicht wegen mir. Oder? Ah, wir haben verworfene Frames. Was ist denn los? Warte mal ganz kurz. Mach mal ganz kurz einen Speedtest. Ja, sollte alles okay sein. Sollte alles okay sein. Okay, Leute. Kommt wieder rein, Leute. Kommt wieder rein. Kommt an, holt euch Snacks. Ich habe erst gedacht, mein OBS wäre abgestürzt. Aber nein.
So, ich gucke mal, was du so geschrieben hast. Nee, es war kein Update vom Router tatsächlich. Irgendwie, also es war einfach komisch. Ich sollte sein. Ist geschafft. Es ist nichts passiert. Bitte spielen Sie weiter. Okay, ich mach weiter. Ja? Okay. Wir machen weiter und dann spielen wir Prince of Persia sowieso. Da muss ich sowieso einen neuen Stream auf YouTube machen. Okay, Leute. Weiter geht's, weiter geht's. Katze hat den Stecker gezogen. Ja. Erstmal was trinken. So. Der Hamster hat einen Schwächeanfall. Im Hamsterrad. Yoshi hat bestimmt den Hamster gehamsternappt. Yoshi hat geschlafen. Der weiß gar nicht, was los war. Ich habe auf YouTube angepasst, dass der Stream nicht mehr automatisch beendet. Dafür hatte ich dann aber vorgestern auch einen 10-Stunden-Stream auf YouTube. Weil ich vergessen habe auszumachen. Kann man hier eigentlich rausgehen? Nee. So, Resort, Ansturm, Infizierte. Und dann kommt die Arkade. Und dann haben wir's. Und dann Prince of Persia, Leute. Yes. Das ist ja gemein, ey.
Wie viele Wellen gibt's? 3 oder so? Ja, ist die letzte Welle. Okay. Erledigt. Erledigt. Jetzt haben wir den Boss, den Bloater. Dütsch, dütsch, dütsch. Okay. Diese Konfrontation ist die letzte Begegnung deines kein Zurückdurchlaufs. Gibt alles. Du kannst neuen Boss-Begegnungen freischalten, indem du die Herausforderung abschließt. Okay. Der ist eigentlich ganz nett gemacht, der Modus hier. So für zwischendrin. Also, mir gibt das nicht so viel. Aber ich kann schon verstehen, warum Leute das mögen. Ah, die Armbrust. Ah, Sprengfallen-Rezept. Und die Armbrust. Und... So. Haben wir hier. Machen wir hier das Fernrohr drauf. So. Okay. Boss Time. Oh, warte. Erhöht deine maximale Gesundheit. Yes. Okay. Der Bloater. Spielhallen-Bloater.
Oh Mann. 2. Oi, 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 oi. Halt dich, schnell, schnell, schnell. Okay. Wie gemein. Ah, nee, das ist gar kein Bloater. Tada! Durchlauf beendet. Ah, das nächste wäre Rattler Captain und Fraktion. Ah. Und wir haben Left freigeschaltet. Und Naughty Dog Vintage. Hm. Und neue Mods. Fotomodusfilter. Hm. Abby mit Bomberjacke haben wir freigeschaltet. Und einen neuen Boss. Die Theaterverseuchung. Eine Horde von Infizierten ist das Theater von Seattle eingenommen. Ah. Nutzerdefinierter Durchlauf. Nice. So funktioniert der Modus kein Zurück. Mit einer kurzen Pause zwischendrin, weil das Internet weg war. Okay, Leute. Aber wir werden dann also wir können mal ganz kurz gucken, wie das bei Ellie aussieht. Ob das der gleiche Ort ist, in den wir rein starten. Aber wir spielen dann jetzt gleich Prince of Persia, Leute. Mal sehen, was hier drin ist. Hier, okay. Okay. Da hat man die V-Station jetzt gerade. Okay. Na gut, Leute. Dann war's das mit The Last of Us. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat auf jeden Fall mir haben die das Level auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Hier gehen wir zurück. So. Ich mache jetzt auf YouTube den Stream aus. Und wieder einen neuen Stream mit Prince of Persia, ja? Weil auf YouTube ist das halt immer ein bisschen doof, weil es eher so wie ein Video geschaut wird und genau. Aber ich bedanke mich bei euch und in 5 Minuten gibt es einen neuen Stream auf YouTube. Bis gleich. Bis gleich.